Also wir können nicht Guten Morgen sagen, es ist schon lange kein Guten Morgen mehr. So. Wo ist mein Fleisch? Du hast gesagt, du kochst für mich. Du! Bluttest von letzter Woche ungültig ist, weil die roten Blutkörperchen einfach tot sind. Okay, hier gibt es Kamelfüße. Was? Wenn man ihn nicht wieder wegbekommt vom Fleischer, dann muss man andere Maßnahmen ergreifen. Cäsar hat gerade Fleisch vom Fleischer geschenkt bekommen und dann haben wir ihn aber nicht mehr weg vom Laden bekommen, deswegen musste Mauri ihn erstmal wegtragen. Er hat natürlich gehofft, dass er da jetzt das ganze Kamel essen kann. Hier ist mal wieder ein wunderschöner Land Rover, guck mal. Oh, geil. Sahara. Ah, so unwirklich, eine riesige Stadt mitten in der Wüste. Das Faszinierende ist, die haben alle kein fließend Wasser. Das heißt, die haben alle da oben so einen großen Wassertank auf dem Dach. Und von dieser Tanklaste hier immer durch die Stadt, die hupen halt immer so alle paar Sekunden. Und dann wissen die Leute in den Häusern, ah, okay, der Tanklaster kommt, wenn mein Wasser alle ist, dann gucke ich schnell raus, ruft die, dann kommt die ran, und dann füllen die hier mit dem Tanklaster den Tank oben auf, dann hast du wieder fließend Wasser in deiner Wohnung. Das ist so krass, das kann man sich gar nicht vorstellen. Nee, kann man sich echt nicht vorstellen. Dann kommt hier ein Tankrüssel nach oben und dann wird der Tank da oben wieder befüllt. Wahnsinn. Wir haben uns nach dem Frühstück jetzt mal auf den Weg gemacht, um ein bisschen in den Dünen spazieren zu gehen. Wir hoffen da auf ein bisschen weniger Müll und weniger Fleisch für Cäsar. Dass es einfach ein schöner, entspannter Spaziergang wird und vielleicht sehen wir ja auch Kamele. Du freust dich auch auf deinen Spaziergang, ne? Auf jeden Fall. Wir sind jetzt durch das Flussbett gelaufen, haben die Dromedare auch wieder gefunden. Noch ein paar coole Fotos gemacht mit denen. Und ja, jetzt sind wir hier noch um das restliche vorhandene Wasser rumgelaufen. Weiter vorne ist schon alles ausgetrocknet. Und ja, hinter uns sind dann auch die Sanddünen von Layun. Da gucken wir gleich mal noch hin. Ich glaube, lang halten wir es aber eh nicht mehr aus und müssen dann wegen Cäsar wieder zurück zum Bus.
Ist auch immer noch ein Rätsel für uns, wie sich eigentlich in der Wüste in einer lebensfeindlichen Umgebung halt so eine große Stadt entwickeln kann. Und ja, du fährst zum Rand der Stadt und bist umgeben von Sanddünen. Das ist schon krass irgendwie. Cesar und ich bleiben jetzt hier unten im Schatten sitzen und Marco möchte unbedingt noch hoch zu den Dünen wandern und sich das Ganze von oben nochmal anschauen. Und wir warten hier unten auf ihn, gell? Da geht es jetzt hoch für mich. Mal gucken, wie lange ich brauche. Mrs. Clumsy ist gerade die Leine aus der Hand gerutscht. Und ihr könnt euch vorstellen, wer die Situation genutzt hat und losgerannt ist. Ja, Cesar ist echt übelst schnell. Marco hat sich die Schuhe ausgezogen und ist nur hinterher gerannt. Und zum Glück hat er ihn bekommen. Wir wissen halt nicht, ob das ein Spiel ist für Cesar, weil natürlich will er rennen und wir hätten auch so gerne viel, viel längere Leine, um ihm noch mehr Auslauf zu geben. Aber wir haben keine gefunden. So schlimm. Also weder im Senegal noch in Marokko gab es irgendwie eine längere Leine für ihn. Und auch mit Trainieren, herkommen und wieder frei laufen zu können, klappt immer nur bedingt. Vor allem brauchen wir da absolute Ruhe. Da darf niemand um uns rum sein, keine Tiere, nichts. Wir haben es im Senegal öfters geübt und da hat es auch geklappt, aber da waren wir einfach nur für uns. Also da war einfach niemand um uns rum und dann funktioniert es auch. Aber sobald nur das kleinste Tier da ist oder auch das größte Tier, kann er sich nicht mehr konzentrieren oder möchte sich nicht konzentrieren. Wir wissen es nicht, aber wir haben da auf jeden Fall noch jede Menge Training vor uns. Oh. Wir sind zurück im Bus und alle sind K.O. Dabei waren wir gar nicht mal so lange spazieren, aber so ist es eben, wenn man in der Sahara unterwegs ist. Da schwitzt man einfach ständig. Dann treffen wir uns heute Abend mit einem Pärchen. Das Pärchen haben wir hier in Laayoune kennengelernt, als wir an einem Parkplatz übernachtet haben. Und die zwei sind vorbeigelaufen und haben gesagt, dass sie auch gern mal einen Camper ausbauen wollen, dass es ihr Zukunftsprojekt ist. Und für heute Abend haben wir uns verabredet. Und zwar gehen wir in eine Saftbar und sind mal gespannt, was es da für Säfte gibt. Saturday night! Komm mit! Das ist unmöglich. Da hat er sich einfach direkt vor einen Fleischer gesetzt. Ja, so ein Michael Jackson-Move einfach ziehen lassen auf dem Fliesenboden. Hier, was ist los mit ihm, ey? Ich wollte gerade erzählen, dass Samstagabend ist und wir jetzt auf dem Weg zur Saftbar sind. Und es ist die Hölle los hier.
essen mal ein paar Fruchtbomben. Ne? Oh, da richtig Bock drauf. Geil. Oh, lecker! Guten Morgen, ihr Lieben! Wir hatten gestern einen wunderschönen Abend mit Armaima und Bernhard in der Saftbar. Es gab die krassesten Kreationen und es war alles so lecker, auch das Abendessen. Also es wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir dort waren. Und heute warten wir jetzt noch auf die Ergebnisse von Cäsars Bluttest, weil es ist genau jetzt eine Woche her, dass man ihm Blut abgenommen hat. Und wir hoffen, dass wir heute endlich mal eine positive Nachricht von der Tierärztin bekommen, damit wir wissen, wie es jetzt weitergeht. Wir sind immer noch in Layun. Wir waren gerade wieder beim Tierarzt. Wir haben heute Morgen die Nachricht bekommen, dass der Bluttest von letzter Woche ungültig ist, weil die roten Blutkörperchen einfach tot sind. Das heißt, sie konnten den Bluttest nicht machen im Labor. Wir wieder zum Tierarzt. Wieder dieselbe Misere. Das war letzte Woche schon echt anstrengend und wir haben sehr mit Cäsar mitgelitten. Diese Woche gab es auch keine Narkose. Das Narkosemittel war aus, gab nur Beruhigungsmittel. Haben es aber glücklicherweise diesmal besser hinbekommen. Ja, aber das Röhrchen ist trotzdem nicht voll. Also. Ja, wir hoffen, dass es diesmal reicht und dass die roten Blutkörperchen am Leben sind. Also wir wissen nicht, woran es liegt. Die müssen halt von hier, von Layun bis nach Casablanca transportiert werden, weil es hier kein Labor gibt. Und bis nach Casablanca, das sind, ich glaube, 1000 Kilometer oder mehr. Und das in Marokko. Wir wissen nicht, ob das gekühlt wird bei der Fahrt, ob damit hier halt so wie in Europa man davon ausgeht, umgegangen wird. Ja, weil sie hat bei sich, hat die Tierärztin das jetzt auch nicht kühl gestellt. Nee. Deswegen hatte ich gefragt, wann das eben nach Casablanca kommt und wie lange das alles dauert. Und sie hat gesagt, dass sie dem Labor auch gesagt hat, dass es ein Notfall ist und dass sie sich eben beeilen. Aber natürlich wissen wir es nicht, wie lange jetzt wieder alles dauert. Ja. Naja, auf jeden Fall ist unsere kleine Pupsbacke jetzt wieder mächtig durcheinander. Ja. Weiß gar nicht, was los ist. Ist gerade ganz hektisch aufgestanden, wollte wieder raus und ist da draußen quasi wie halb zusammengebrochen. Dann haben wir ihn wieder reingetragen. Wir hoffen, dass er jetzt einfach noch eine Weile schläft und danach sich wieder akklimatisiert. Ja, dass der wieder. Oh, der muss ganz schön was mitmachen. Und das alles nur, damit er in die EU einreisen darf. Oh. Ja, Albtraum. Das Kranken- und Arbeitslager. Nebenan wird gebraten. Und wer natürlich seine Schnüffelnase nicht weit davon weg haben kann. Das bist du. Oh ja. Aufpassen, nicht, dass er mal aus der Pfanne sich was rausholt. Das kann gut sein. Achtung, heiß und fettig. Ja, guten Mittag alle zusammen. Wir sind wie immer typisch spät für den Tag. Cäsar geht es zum Glück besser. Ich war heute Morgen schon mit ihm draußen und er kann wieder laufen. Der hatte gestern auch Nachwirkungen bis 12 Uhr, 1 Uhr nachts. Der konnte nicht stehen. Der hatte so viel Betäubungsmittel bekommen. Ja, der hat es komplett ausgenockt und er hat auch die ganze Zeit gefiebt und wir mussten die ganze Zeit bei ihm bleiben. Also es war nicht schön, die Erfahrung. Ja, heute ist ein neuer Tag, heute ist wieder alles super. Wir müssen Wasser auffüllen. Das heißt, wir müssen jetzt raus aus der Stadt fahren, weil hier in der Stadt gibt es leider nichts. Haben aber schon was entdeckt auf dem Weg zum Strand, wo wir danach sowieso hinwollen. Weil es halt wieder an die 40 Grad sind, das heißt, wir gehen ja, baden und ja, auf jeden Fall. bringen die Zeit irgendwie rum, weil wir müssen ja jetzt warten, bis das nächste Testergebnis da ist. Ja, auf jeden Fall hoffen wir, dass alles gut gegangen ist und dass wir dann ganz bald die Nachricht kriegen, dass dann die Antikörper tipptopp sind und wir weiterreisen können. Ja, weiterreisen. Dann müssen wir erstmal nach Dakhla zurück. Und wenn wir dann dort die Papiere bekommen haben, dann können wir weiterreisen. Ja, aber so langsam sind wir halt hier in der Warteposition und wir haben Layun schon erkundet und ist auch ganz niedlich die Ecke hier, ganz cool, aber wir sind jetzt schon seit 9 Tagen hier
So viel gibt es halt doch nicht zu sehen, ist halt pure Wüste. Deswegen heute ist Strandtag, weil es so heiß ist. Und ja, die nächsten Tage müssen wir gucken, was wir machen, was wir mit unserer Zeit anstellen. I've never been known for my cautious side. You should know that I'm well aware. I don't want anything left untried. Okay, wir müssen heute auf jeden Fall wieder unseren Wassertank reinigen. Der ist wieder übelste Sorte dreckig. Deswegen reinigen wir den erstmal und dann füllen wir Wasser auf. Und wie sandig ist es? Ich muss es mal zeigen, weil unser ganzer Wassertank ist voller Sand. Ja, kannst mal reinfüllen. Krass! Da war eine richtige Sandschicht. Boah, hier kommt auch wieder Sand. Boah. Boah. So krass! Also ist allerhöchste Zeit, dass wir den mal wieder sauber machen, hm? Ja. With me most days. So let us just do my love. And I'd stop thinking of this over. So let us just do my love and see where this road will take us now. So, Wasser ist aufgefüllt. Jetzt geht's an den Strand. Ja. Bitter nötig. Bitter nötig. Es war doch mal ein schweißtreibendes Ereignis. Wir sind am Strand angekommen! Yay! Ich würde sagen, wir gehen da rüber. Wir gehen da rüber, oder? Weil da ist viel mehr Strand. Ja. Und hier, Da können wir mehr rennen mit Cäsar. ja, und hier ist sowieso die Hölle los. Das ist richtig krass. Ja. Where this road will take us now. Du bist eine kleine Wühlmaus. Ja, da scheint wieder jemand gut zu gehen, zum Glück. Cäsar, wer an eine Grube gräbt, braucht ein Grubengrabgerät. Ich nicht, sagt er, ich nicht. Als eine Schaufelpacker vorne dran. I've never been known for my cautious side. I know the wind that I start. Wir stehen jetzt hier vor der Wohnung von Aumaima und Bernhard. Wir haben uns ehrlich gesagt ein bisschen selbst zum Duschen eingeladen. Also sie hatten es uns zwar angeboten und deswegen nehmen wir das Angebot jetzt an und danach gehen wir noch zusammen in eine Cocktailbar. Alkoholfreie Cocktailbar, wohlgemerkt, und die checken wir heute mal aus in Layun. Wir sind jetzt bei der Cocktailbar angekommen. Heute ist sogar noch Karaoke. Ich bin übelst gespannt, wie es da drin aussieht und was es für Cocktails gibt. Das sieht so lecker aus. Du darfst keine Cocktails trinken. No Cocktails. Boah, das sieht alles mega lecker aus. Looks so yummy. Looks so yummy. Guck ihr Mr. Crazy an. Ja, du willst Fleisch, gell? Du willst Fleisch.
vom Supermarkt. Jetzt schon bestimmt die 7. oder 8. Nacht in Folge. Ja, wir warten immer noch auf das Ergebnis. Tut sich nichts. Die denken bestimmt auch schon, was machen die denn hier? Machen die einen Campingurlaub vor dem Supermarkt? Ja, das bin ich nicht sicher. Ja. Wir haben einen kleinen Lagerkollaps und wir freuen uns riesig, wenn es dann endlich weitergeht. Und auf jeden Fall. ja, wir mit den Papieren für CETA vorankommen und ja, wieder ein bisschen Strecke machen können und was Neues erkunden können. Das fehlt uns gerade auf jeden Fall. Ich habe heute auch noch im Supermarkt nachgefragt, ob es eigentlich okay ist, weil wir hier schon so eine halbe Ewigkeit stehen. Und die haben dann gefragt, ob es irgendwelche Probleme gab oder ob wir uns hier wohlfühlen. Da meinte ich, nee, es ist alles super. Ich wollte nur wissen, ob es für die okay ist. Und die gesagt, na klar, alles super. Das war echt richtig süß. Ja, cool. Wir sind jetzt wieder in der Karaoke-Bar, in der wir schon mit Omaima und Bernhard waren. Und die haben uns hier von dem richtig guten Brunch erzählt. Und jetzt wollten wir uns halt mal was gönnen und probieren den auch. Aber ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Ich weiß nicht, ob das eine Suppe ist, ob das süß oder salzig ist. Für mich sieht es aus wie Milchreis. Aber es steht Salz und Pfeffer auf dem Tisch und Oregano. Dann scheint es auf jeden Fall herzhaft zu sein. Ja. Aber Datteln sind dabei. Ja, deswegen, ich weiß es nicht. Du hast es ausprobiert? Okay, mal. Oder guck mal, es sieht ein bisschen aus wie Milchreis. Es ist wie Milchreis und nicht gewürzt, also es schmeckt ganz neutral. Okay. Nicht, dass ihr denkt, das ist schon alles war. Es kam noch eine heiße Schokolade und Kaffee für mich. Oh, geil. Oh, lecker. Oh, die Crepes sind richtig gut. Dafür hat es sich doch gelohnt, hierher zu marschieren. Auf jeden Fall. Das Essen hier war so lecker. Also wenn ihr mal in Layun seid, dann kommt auf jeden Fall hier bei Backstage vorbei. Abends gibt es hier super leckere alkoholfreie Cocktails und Karaoke. Und tagsüber gibt es hier so lecker Essen. Boah, Wahnsinn. Ich bin jetzt mega pappsatt und bereit zu schlafen. Ach so, schon wieder bettbereit. Wir melden uns auch mal wieder. Wir stehen immer noch in Layun, immer noch am Supermarkt. Mittlerweile seit 3 Wochen. Wir sind auch echt angenervt, gelangweilt, wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Wir haben die Stadt schon erkundet, sind in den Sanddünen gewesen, aber ja, nach ein paar Tagen hat man halt alles gesehen. Hier gibt es nichts Großartiges sonst weiter zu erkunden. Und ja, wir warten und warten und warten und nichts tut sich, nichts geht voran. Das ist auch das Schwierige, diese Wartesituation einfach, wenn wir nicht wissen, wie lange es noch geht, bis wir endlich die Testergebnisse von Cäsars Bluttest haben und die Papiere fertig sind, sodass wir weiterfahren können. Weil wir jetzt natürlich auch nicht irgendwo anders hinfahren wollen und dann kommt irgendwie morgen der Anruf, ja, ihr könnt wieder zum Tierarzt kommen. Ja, na, das ist halt, in beide Richtungen sind jeweils mindestens 500 bis 1000 Kilometer erstmal nichts, einfach nur Wüste. Deswegen macht es keinen Sinn für uns gerade woanders hinzufahren und die Zeit woanders zu verbringen. Ja, deswegen, wir stecken hier gerade wirklich fest und ich glaube, das ist auch gerade mit der schwierigste Part bisher unserer Reise, unangenehmste. Ja, wir hoffen, dass sich bald irgendwas tut und ja, wir dann endlich hier weiter können. Drückt uns die Daumen. Ja, fingers crossed, please.